Ansgar von Lahnstein. Ich hätte eine Aussage zu machen. Vielleicht will ich das ja auch gar nicht. Ich glaube schon. Soll ich das? Ach, und Jessica, gib dir ein bisschen Mühe, ja? Ich will Helena sehen und nicht dich. Graf Lahnstein, danke, dass Sie bereit waren, Ihre Aussage hier im Präsidium zu Protokoll zu geben. Möchten Sie, dass ein Anwalt bei der Vernehmung anwesend ist? Nein, das wird nicht nötig sein. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Gut. Ja, dann bitte, Graf Lahnstein, schildern Sie mir mit Ihren Worten, was sich gestern Abend abgespielt hat. Ja, ich war in meinem Zimmer im Hotel Dual. Waren Sie allein? Ja, ich habe allerdings jemanden erwartet. Ja, als es an die Tür geklopft hat, bin ich hingegangen, habe aufgemacht und dann stürmte dieser Typ ins Zimmer. Haben Sie auf diesen Mann gewartet? Nein, der wollte mich erpressen. Ja, also es ist so, ich war gestern nicht das erste Mal in dem Hotel. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich war dort mit einer Dame verabredet. Könnten wir den Namen erfahren? Theresa. Und Dame ist vielleicht nicht ganz der treffende Ausdruck. Sie wollen sagen, Sie hatten eine Prostituierte ins Hotel bestellt. Ja, wenn Sie es so nennen wollen. Jedenfalls, dieser Typ hat mich erpresst. Er hat gesagt, er hätte kompromittierende Fotos von mir und wollte Geld, sonst würde er die an meine Frau schicken. Wie viel Geld? 50.000. Das ist natürlich völlig absurd. Ich habe ihm gleich gesagt, er könne die Bilder gerne an meine Frau schicken, weil wir ohnehin auf eine Ehe führen. Wie hat er reagiert? Er hat mir mit Presse gedroht. Darauf habe ich mich auch nicht eingelassen. Ja, und dann wollte er mir an den Kragen. Ich habe mich gewehrt, ich habe ihn weggestoßen und dann ist er irgendwie ausgerutscht, gestolpert. Jedenfalls unglücklich an der Tür eingeschlagen. Also war es Notwehr? Ja. Ich sehe mal nach Lydia. Ja, sie sah wirklich nicht gut aus. Vielleicht was Ansteckendes. Ansgar ist ja auch unpässlich. Tristan, hast du mal eine Sekunde Zeit? Ich brauche einen Rat. Wegen einer Immobilie. Du hältst mich über alle Kunden, die Sebastian in Kanada trifft, auf dem Laufenden. Ich will wissen, wie der aktuelle Stand ist. Das hättest du wirklich. Jetzt hören wir mal gut zu. Mein dämlicher Gatte schlägt sich auf die Seite von Ludwig. Helena. Hallo, Andi. Morgen. Und wenn die mit ihrem Ökoholzquatsch schwarze Zahlen schreiben, dann will ich das wissen. Schön, euch mal zu sehen. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Frühstück haben wir schon. Das macht gar nichts. Wir müssen euch etwas ganz Wichtiges erzählen. Also das muss ja was ganz Besonderes sein, so wie du strahlst. Ja, mein Doktorvater hat mich für eine Ausgrabung in Kambodscha angefragt. Was sie fast abgesagt hätte. Ja, weil ich es niemals so lange ohne dich ausgehalten hätte. Aber jetzt werden wir doch nicht mehr getrennt, weil ich nämlich mitfahre und meine Weiterbildung zum Polier in Phnom Penh mache, oder wie das heißt. Wow, herzlichen Glückwunsch. Das ist super. Moment mal. Herzlichen Glückwunsch, aber das hört sich nicht so an, als würdet ihr nur ein paar Wochen bleiben. Stimmt. Geplant ist gut ein Jahr. Und, alles okay? Was? Mit der Übersetzung. So wie du gerade gelächelt hast, müssen da einige Fehler drin sein. Nein, überhaupt nicht. Dann habe ich keinen Fehler gemacht. Nur ein paar Kleinigkeiten, also echt nicht der Rede wert. Okay, aber vielleicht kannst du mir ja trotzdem sagen, was ich falsch gemacht habe, weil ich meine, sonst lerne ich ja nichts. Ja, klar, ich korrigiere das nur noch. Nur nicht jetzt. Perdóname, ich kann mich heute einfach nicht konzentrieren. Ich glaube, ich brauche frische Luft. Ja, ist doch eine gute Idee. Lass uns rausgehen und ein Eis essen. Also ehrlich gesagt würde ich jetzt ganz gerne Matthias von der Baustelle abholen und mit ihm irgendwo Mittagessen gehen. Okay, gut, alles klar. Okay, ich rufe dich an wegen der nächsten Stunde. Ja.
Nein, die Arbeiten kommen gut voran. Ja? Nein, ich muss Ihnen danken, dass Sie Andi den Job in Kambodscha besorgt haben. Ja, ohne ihn wäre Helena nicht geflogen. Ja, vielen Dank nochmal, Herr Brandner. Wiederhören. Erstaunlich, was der Mann alles für Kontakte hat. Was gibt's? Ich mache mir Sorgen wegen Helena. Ein ganzes Jahr in Kambodscha. Tristan, Helena ist eine erwachsene Frau. Ja, sicher, aber da drüben im Dschungel kann alles Mögliche passieren und sie hat niemanden außer Andi. Das sind nicht die ersten Ausgrabungen, die Helena im Ausland macht. Das ist ihr Job. Und dass Andi sie begleitet, freut mich. Dass du Einwände hast, irritiert mich allerdings. Ich habe das jetzt nicht aus Eifersucht gesagt. Klingt aber so. Gerade weil ich Helena das alles angetan habe, da fühle ich mich irgendwie verantwortlich. Ich möchte einfach nur, dass meiner Schwester nichts passiert. Tristan. Helena lebt ihr eigenes Leben. Und du das deine. Hast du das verstanden? Ja. Gut, dann machen wir das so. Ich melde mich. Wir telefonieren. Wiederschauen. Ja. Matthias! Schatz, was machst du denn hier? Ist die Spanischstunde mit Konstantin schon vorbei? Ja, ich habe früher Schluss gemacht. Ich hatte nämlich Sehnsucht nach dir. Offensichtlich. Ja, und ich habe mir gedacht, ich entführe dich zum Mittagessen in Schneiders. Mittag? Ja, oder zum zweiten Frühstück. Ich fürchte, ich habe heute überhaupt keine Zeit für eine Pause. Naja, der Bauherr hat jede Menge Änderungswünsche. Wenn ich die mit dem Architekten nicht bespreche, dann kommen wir hier nicht weiter. Und danach? Durch den nächsten Termin. Tja, da kann man wohl nichts machen. Pass auf, was hältst du davon, wenn wir heute Abend essen gehen? Pünktlich um 19 Uhr schalte ich das Handy an und dann gehöre ich dir ganz allein. Kannst du damit leben? Kann ich. Okay. Bis später. Hm? Hattest du denn den Eindruck, dass Tristan eifersüchtig ist? Ehrlich gesagt, ja. Aber Dr. Abraham hat mich beruhigt. Er sagte, Tristan macht große Fortschritte in der Therapie. Gott sei Dank. Ein Spaziergang tut mir bestimmt gut. Lydia, wie geht's dir? Leider immer noch schlecht. Also, dass wir heute noch nach Kanada fliegen, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Nein, natürlich fliegen wir. Ich habe bestimmt noch was Falsches gegessen. Und wenn es eine Lebensmittelvergiftung ist? 5 Minuten an der frischen Luft und ich bin wieder ganz wie neu. Gut, wenn mein Mann das sagt, dann will ich dem nicht widersprechen. Ja, meinetwegen, das gebe ich Ihnen auch gerne zu Protokoll. Ja, jederzeit. Wiederhören. Hast du mit der Polizei telefoniert? Geht es um die Holding? Nein, leider nur um Ansgar. Der Depp hat sich mit einer Prostituierten fotografieren lassen und ist erpresst worden. Was? Jo. Ansgar wollte nicht zahlen, der Erpresser ist auf ihn losgegangen und ist dabei wohl zu Tode gekommen. Angeblich in Notwehr. Sie halten ihn fest, bis seine Aussage überprüft ist. Ihre Frau hat ihre Aussage bestätigt, dass Sie eine offene Ehe führen. Ja, sag ich. Dann hätte ich im Moment nur noch eine Frage. Sie sagten, dass Sie den Toten nie zuvor gesehen haben. Bleiben Sie dabei? Ja. Während Sie ihn stundenlang angeschaut haben, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass es sich um den Mann handelt, der Ihren Vetter Sebastian von Lahnstein entführt hat? Nein, also, nein. Wir konnten die Identität des Toten inzwischen klären. Jens Kramer. Den Prozess gegen ihn haben Sie anscheinend nicht verfolgt. Doch, also am Rande schon, aber... Also ich hätte ihn jetzt nicht wiedererkannt. Und er hat auch mit keinem Wort Sebastian von Lahnstein erwähnt oder dessen Frau, Lydia von Lahnstein? Die war krankhaft verliebt. Nein, wirklich nicht. Ich rufe jetzt Dr. Schlesselmeier an. Nein, nicht nötig. Ich leg mich hier einfach ein Stündchen hin. Aber du kannst so nicht nach Vancouver fliegen. Ja, vielleicht ist es wirklich besser, wenn ich hier bleibe. Dann sage ich jetzt unsere Flüge ab. Nein. Du flieg ruhig.
Ich kuriere mich aus und wenn es mir besser geht, dann komme ich nach. Sicher? Ich bin morgen bestimmt schon wieder fit. Und wenn nicht, dann rufe ich ganz brav den Arzt. Denn du musst nach Vancouver. Dein Vater verlässt sich auf dich. Meinetwegen. Aber dann versprich mir, dass du ganz schnell wieder gesund wirst. Ich werde dich schrecklich vermissen. Ich dich auch. Es ist ja nur für ein paar Tage. Dann kurier dich jetzt aus. Nein, Nathalie Kepler. Ich habe mich als Sprachlehrerin bei Ihnen beworben und ich wollte fragen... Ach so, noch nicht alle Bewerbungen sondiert. Ja, ich warte, bis Sie sich melden. Wiederhören. Nathalie, hallihallo. Charlie. Na, da hält der Tag doch noch was für mich parat. Und ich dachte schon, er wäre nicht mehr zu retten. Wieso das? Sieht doch nach fetter Beute aus. Ach, das sind alles Frustkäufe. Ich war mit Elisabeth verabredet, aber die hat mich versetzt. Unaufschiebbare Geschäfte. Ja, das kenne ich. Ich wollte den Umsatz in die Höhe treiben, mit Matthias ins Schneiders gehen, aber der hat heute leider keine Zeit für mich. Dann hat uns das Schicksal hier zusammengeführt. Das Universum will, dass wir uns einen schönen sonnigen Nachmittag machen. Weißt du was? Wir 2 Zicken kaufen uns jetzt erstmal neue Schuhe. Und sag bloß, du hast keine Lust. Doch, liebend gern. Ablenkung ist jetzt genau das Richtige. Na, also dann, nichts wie los. Hi. Wieso hat das so lange gedauert? Ich habe die vor 20 Minuten herbestellt. Ja, Onkel Justus hat mich noch die ganze Zeit rumgescheucht und ich musste noch bis zur Mittagspause warten. Aber Vorfreude ist doch angeblich die schönste Freude. Halt die Klappe, wir sind nicht zum Quatschen hier. Oh Mann, was hat denn dir so die Laune versorgen? In einer Woche um diese Zeit sind wir schon in Phnom Penh. Aber bevor mein Job da anfängt und deine Ausgrabung, reisen wir noch ein bisschen rum. Na klar, ich zeig dir Kambodscha. Und dann fahren wir in den Süden ans Meer. Da gibt es viele ganz kleine Dörfer mit traumhaften Stränden. Du hast keine Ahnung, wie schön es da ist. Ja, doch, die habe ich. Weil es überall schön ist, solange du dabei bist. Jetzt zieh dich endlich um. Hast du eigentlich mitgekriegt, was mit Ansgar los ist? Ist doch irgendwas vorgefallen, oder? Frau Linse und der Chauffeur haben heute in der Küche getuschelt und ich habe da irgendwas von Kripo mitbekommen. Mir wollten sie natürlich nichts erzählen, aber vielleicht hast du ja irgendwas gehört. Trisse? Eben nicht. Entweder kriminell oder nicht ganz dicht. Das ist so eine Familie. Ich liebe dich. Ich dich. Das ist ja eilig. Sag nichts. Du bist so wunderschön. Ich hab dich so vermisst. Ich habe mit Ansgar Schluss gemacht. Wir wollten da noch was klären. Du gehörst zu mir, Lydia. Sie gehören mir! Lass das! Das Einzige, was man mir gesagt hat, ist, dass Ansgar vernommen wird. Aber er hat die Polizei gerufen. Es besteht also offenbar kein unmittelbarer Verdacht gegen ihn. Verstehe Anna die Polizei. Wenn ich Ansgar und eine Leiche in einem Zimmer finden würde, dann wüsste ich, wer der Hauptverdächtige ist. Na komm, dein Zynismus kannst du dir sparen. Dass Ansgars Schicksal Ihnen völlig egal ist, das ist mir klar. Aber das Letzte, was die Familie gebrauchen kann, das ist ein erneuter Skandal. Da sind wir uns ausnahmsweise einig.
Ja. Es tut mir leid, Ludwig, aber ich habe gleich noch eine Verabredung mit Philipp und Nico wegen des Spendenlaufs. Lydia! Lydia? Was machst du hier? Du gehörst ins Bett. Ja, aber ich wollte mich ja noch von dir verabschieden, bevor du fährst. Und mir geht's schon viel, viel besser. Trotzdem, du solltest dich nicht übernehmen. Komm, ich bring dich wieder hoch. Ansgar. Die haben dich rausgelassen? Tut mir leid, wenn du dir anderweitige Hoffnung gemacht hast. Ich muss mich eines geisteskranken, gewalttätigen Erpressers erwehren. Es war reine Notwehr. Wirklich? Na, stell dir vor. Und die Polizei hat das bestätigt und mich gehen lassen. Lecker und gesund. Eine höchst seltene Kombination. Also Champagner ist mir lieber. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Kalorien diese Fruchtpampe hat. Charlie, komm schon. Wir haben in den letzten 2 Boutiquen mehr Kalorien verbrannt als bei einem Halbmarathon. Matthias wird hinten überfallen, wenn er dich in diesem Fetzen sieht. Mit Sicherheit. Vor allem, wenn das Preisschild noch dran ist. Ich weiß noch nicht mal, wann ich wieder einen festen Job habe und gebe ein Vermögen für Klamotten aus. Ach, Nathalie, man muss sich auch mal was gönnen. Und dieses Teil hat wirklich auf dich gewartet. Guck mal, da drüben ist noch ein Schuhladen. Sollen wir da nicht mal hin? Ja, den kenne ich, aber das lohnt sich nicht. Ja, wir können doch trotzdem mal... Ach, guck mal. Das ist doch dein Spanischschüler. Konstantin. Hallo. Das ist ja schön, dass wir Sie treffen. Ich wollte nämlich Olli schon anrufen. Ich habe ein Problem, aber vielleicht können Sie mir ja auch helfen. Ja, worum geht's denn? Bei uns, da gluckern die Leitungen in letzter Zeit so. Vor allen Dingen im Bad unter der Dusche. Ist das bei Ihnen in der Wohnung auch so? Konstantin. Entschuldigen Sie bitte. Nee, eigentlich nicht. Ah? Ja, tut mir leid, ich muss auch weiter. Ich habe noch ein paar Termine. Also, wiederschauen. Tschüss. Ich habe eine Idee. Ich schlage dir einen Deal vor. Gegen einen kleinen, sagen wir mal, Bonus würde ich sogar mit dir Schach spielen. Das hast du doch immer mit Helena gemacht, oder? Du spielst Schach? Nö, aber so schwer kann es ja nicht sein, oder? Du hast wirklich von nichts eine Ahnung. Konstantin ist richtig erwachsen geworden. Findest du? Ja, als er nach London gegangen ist, war er ja noch ein Junge. Und jetzt, also wenn ich nur 3 Jahre jünger wäre. Charlie, bitte. Ach komm, gib doch zu, das ist doch ein attraktiver junger Mann geworden. Keine Ahnung, er ist mein Spanischschüler, wir kennen uns schon ewig. Da guckt man doch gar nicht auf sowas. Ja, du vielleicht nicht. Aber das muss dir doch aufgefallen sein. Konstantins Blicke, der hat dich doch regelrecht angehimmelt. Quatsch. Nein. Ich habe für sowas einen untrüglichen Instinkt. Konstantin hat sich ganz schön in dich verknallt. Ja. Die beiden rechts kommen, mein Mann. Ich komme eigentlich gar nicht wegen der Koffer. Ansgar. Es ist vorbei. Es tut mir alles so leid. Das ist alles meine Schuld. Das ist überhaupt nichts, das ist deine Schuld. Du hast doch wirklich in Notwehr gehandelt. Du hast mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Niemand wird hier erfahren, dass du dabei warst. Die Polizei hat mir meine Geschichte abgekauft. Haben Sie Jensen identifiziert? Wenn das Sebastian erfährt, er hat doch die Fotos gesehen, die Jens gemacht hat. Hör zu, bis dein Mann aus Kanada wieder da ist, kräht kein Hahn mehr nach der Geschichte. Wir müssen jetzt einfach nur ganz ruhig bleiben. Ja. Verzeihen Sie, aber das Gepäck. Die beiden rechts können mein Mann, die anderen bleiben erstmal hier.
Aber es hat geklappt. Das Schicksal meint es eben gut mit uns. Du Idiot. Hast du wirklich geglaubt, du kannst dich so leicht selbst betrügen? Verschwinde. Perücke, Kleider, Parfum. Jessica wird niemals so sein wie Helena. Voll Helena klasse. Lass mich endlich in Ruhe. Unternimm was, sonst verschwindet sie für immer. Hau ab! Bist du allein? Ich dachte, ich hätte Stimmen gehört. Was willst du? Hast du deinem Bruder gesagt, dass er dich auf dem Laufenden halten soll? Könntest du dich bitte drum kümmern? Sebastian fliegt heute nach Kanada. Ja, und Helena fliegt nach Kambodscha. Boah, da wird auch immer geiziger. Scheiße. Warum tue ich mir das eigentlich an? Helena? Sie? Ich kann das erklären. Nicht nötig. Das bedarf wirklich keiner weiteren Erklärung. Ich wusste ja, dass Tristan nicht alle Tassen im Schrank hat, aber das, was ihr beide da abzieht, das ist wirklich krank. Ich melde mich dann, sobald ich die ersten Kontakte geknüpft habe. Und hoffe, dich würdig zu vertreten. Da bin ich sicher. Du schon wieder? Denkst du, ich lass dich einfach so abfahren? Na, wie süß. Das junge Glück nimmt Abschied voneinander. Ansgar, wir müssen reden. Findest du nicht, ich habe für einen Tag schon genug Fragen beantwortet? In der Bibliothek. Tja, dann einen erfolgreichen Trip. Verzeihen Sie die Störung. Draußen an der Pforte hat sich eine Kommissarin Wolf angemeldet. Wolf, was will die denn schon wieder? Frau Wolf, was kann ich für Sie tun? Ansgar von Lahnstein, Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen des dringenden Verdachtes, Jens Kramer ermordet zu haben.